Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments. Herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Für den heutigen Tag eine kleine Dauerwerbesendung. Ich habe Buntstifte zugeschickt bekommen. Ich wurde gefragt, ob ich die vielleicht mal in einem von meinen Videos vorstellen möchte. Ich bin ja eigentlich eher Aquarellkünstler, aber auch Mix Media. Ich nutze sehr viel auch Buntstifte oder Acrylstifte oder andere Medien und mische das mit meinen Aquarellmalfarben. Und da habe ich natürlich gerne Ja gesagt, weil so ein Set 72 Stifte sind dort drin. Ist eine schöne Auswahl und ich schaue mir das heute für euch mal an. Diese Stifte sind von der Marke Wuma, hier kommen aus China. 72 Farben sollen Soft-Color-Stifte sein. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Test gemalt. Sie sind nicht so weich wie meine Derwent-Stifte, aber sie sind deutlich weicher als zum Beispiel die Buntstifte von Faber-Castell. Also wer Probleme hat, Rheuma, Gicht, Arthrose in den Händen, für den sind diese Stifte vielleicht eine super gute Alternative. Momentan, auch da habe ich ein wenig gegoogelt, kosten diese Stifte bei Amazon 90 € für 72 Stifte. Das ist schon ein stolzer Preis. Ihr kriegt aber auch schöne Stifte dafür, eine gute Qualität, wie ich finde. Da erzähle ich später noch mehr zu. Was mich allerdings gewundert hat, ich habe ein wenig recherchiert. Ich habe 2 Videos schon über diese Stifte gefunden. In einem Video hat die Dame einen Lichttest durchgeführt über einen Monat, hat also die Farben aufgemalt, hat sie abgeklebt, der Sonne überlassen und dabei sind dann rausgekommen, dass von diesem Stifteset so etwa, ich weiß nicht, 4 bis 8, ich habe es nicht so ganz mehr im Sinn, so ihre Farbe verändern und nicht ganz lichtecht sind. Das kann man aber auf den Stiften auch erkennen. Die Bezeichnung ist auf den Stiften drauf, das zeige ich euch gleich. Und die hat für diese Stifte tatsächlich nur 24 $ bezahlt. Und wenn ihr euch das jetzt umrechnet, könnt ihr euch denken, 24 $ ist doch deutlich weniger als 90 €. Woher dieser Preisunterschied kommt, da kann ich euch allerdings nichts zu sagen. So, 72 Stifte. Sie sind in Pappelholz gebettet. Das ist ziemlich gut, weil Pappelholz recht weich ist. Wenn dieser Stift mal runterfällt, bricht die Mine nicht, sondern dieser Fall wird von dem Holz aufgefedert und die Mine bleibt heile, ne, so dass die Mine innen drin nicht bröselt. Dann wird eine Mischung aus Wachs und Öl verwendet. Das macht sie ein bisschen weicher. Es gibt normale Wachsmalstifte, die sind ja sehr weich, das kennt ihr vielleicht alle. Dann gibt es die normalen Buntstifte, die haben ein bisschen Öl drin, damit dieses Pigment gehalten wird. Und diese hier haben eine Mischung, Wachs und Öl. Ich finde sie sehr angenehm zu malen und ja, alles weitere beim Malen später dazu. Gut, dann habe ich das Ganze schon aufgeschnitten gehabt, dieses Ding, denn das ist zusammen, aber da innen drin verbirgt sich diese Color Card, wo ihr das eintragen könnt selber, einmalen die Farben. Was ich schön finde, ist, dass eine englische Bezeichnung der Farbe dabei steht. Ich habe ja schon mal Aquarellmalfarben getestet, Kästen, und da stand es in Chinesisch und das hilft uns natürlich nicht weiter. Aber so hat man hier durchaus eine schöne Beschreibung. Hier ist auch die Skala von der Lichtechtheit. Die fängt hier bei 0 bis 5 an. Die meisten dieser Stifte in dem Set haben eine sehr gute Lichtfestigkeit von 4 bis 4,5. 5 hat keiner. Und es gibt so 3 oder 4, die haben eine Lichtfestigkeit von 3. Das sind auch die Stifte, die sich in den Tests von der Dame ein wenig verändert haben. Da ist unter anderem das Ultramarin hat sich verändert. Dann war hier so ein super pinky Ton, der hat sich ein bisschen verändert. Ja, das ist aber nur relevant für Menschen, die damit Kunst machen, die sie vielleicht verkaufen an andere Menschen, die dem Tageslicht immer ausgeliefert sind. Wenn ihr nur für euch ein bisschen malt in euren Mandala-Büchern oder ihr macht mal eine Grußkarte, wo ihr diese Stifte nutzt. Ich denke, da ist das überhaupt nicht relevant, dass hier diese 2 oder 3 Stifte sich ein bisschen verändern. No? Also ich mache das ja auch nur für Karten und ja, eine schöne Blechdose. Unter drin befinden sich 2 Schichten Stifte. Was mir auch aufgefallen ist, dieses Kunststoff hier ist doch sehr weich und wabbelig. Also da kann es passieren, wer da nicht so ordentlich mit umgeht, dass das kaputt geht. Aber gut, wenn es passt so in den Deckel rein und wenn man es so liegen hat, dann ist auch alles safe und alles gut. So, ihr seht schon eine wunderbare Stiftauswahl, eine Farbauswahl, die kann sich sehen lassen.
Die ist wirklich schon ordentlich. Es gibt natürlich Künstler, die arbeiten professionell mit Buntstiften. Die haben dann Stiftesammlungen von 120 oder 150 Stiften. Die haben noch feinere Nuancen und Abstufungen, aber das hier ist schon eine ganz ordentliche Sache. So, dann haben wir hier, wie gesagt, diese Geschichte mit der Farbechtheit. Ihr habt diesen Stift. Da steht einmal der Name drauf, irgend so ein Barcode. Die Farbe steht drauf, kann man manchmal schlecht sehen, aber sie ist gut. Und dann sind hier die Sterne. Das ist dieser Ultramarin, der nur 3 Sterne hat. Aber es gibt auch tatsächlich Stifte, die haben 4 Sterne und mehr. 4,5 Sterne werden so angezeigt mit 4 Sternen und dem leeren 5. Stern, während 4 Sterne nur mit 4 Sternen angezeigt werden. Also da gibt es dann noch kleine Abstufungen. Ne? Aber gut. Was mir schon beim Malen ein bisschen aufgefallen ist, dass mir so eine kleine Abstufung fehlt von dem Orange zu dem nächsten Goldgelbton, zu den dunkelsten. Ja, da könnte noch mal so eine Zwischenfarbe wäre ganz schön. Die fehlt mir ein bisschen. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten habe ich mir die Stifte sortiert, ein bisschen anders einsortiert. Ich mache immer gerne kalte Farben, warme Farben zusammen. Und da sind wirklich wunderschöne Farbtöne dabei. Auch bei den blauen schöne Meerestöne, kalte, warme Farbtöne. Bei den grünen fehlt auch mir hier nochmal eine Zwischenfarbe. Und zwar bei den warmen Grüntönen zwischen diesem Olivgrün und dem Maigrün. Da wäre nochmal so ein Zwischenschritt ganz schön. Dieses hier ist zwar eine Zwischenfarbe, aber die ist kaltgrünig und nicht warm. Na, grünig, das Wort gibt es ja gar nicht. Kaltgrün, na, also eher blaustichig und nicht gelbstichig, dieses Grün. Aber wie gesagt, meckern auf ganz hohem Niveau. Ja, für die Zwecke, womit ich das arbeite, reicht das vollkommen aus. Gut. Ich verlinke euch auf jeden Fall die beiden Videos von den Damen unten in der Videobeschreibung. Das eine ist, wie gesagt, ein Video über den Test. Das ist sehr informativ und sehr spannend. Bei dem anderen Video handelt es sich um eine Künstlerin, die sehr viel mit Buntstiften arbeitet und die guckt, wie die sich verblenden lassen, wie die schmieren, wenn man mit dem Handrücken rüberkommt, ob das verwischt, solche Geschichten. Wen das interessiert, der schaut da gerne rein. Ich weiß nur, ich habe es beim kleinen Test schon ausprobiert, das mit dem Verblenden ist toll, funktioniert super. Aber alles Weitere seht ihr dann bei mir im Video. Ja, und jetzt starten wir gleich mal. So, ihr Lieben, der nächste Schritt wird sein, das ist zwar nett, aber ich bin ja davon abgegangen, diese Karten mir ständig zur Hand nehmen zu müssen. Die lege ich zwar auch zur Seite, aber die werde ich nicht nutzen. Ich hatte mir ja mal ein Swatchbook gekauft, das kann ich euch auch nur empfehlen. Und in diesem Swatchbook sind alle meine Aquarellfarben zum Beispiel drin. Von Victoria, von Rubens und die Aquarellstifte, die ich zuletzt hatte. Wo sind die denn? Mal eben kurz gucken. Hier sind die Aquarellmalstifte. Und hier werde ich nun auch in dieses wunderbare Buch die Buntstifte eintragen. So, ihr Lieben, ich trage mir mal den ein, wie die Farbe heißt. Ich trage mir dazu wie viel Lichtechtheit sie hat. Und dann mache ich hier meine Felder. Und zwar mache ich das vorderste Feld, das kleine, versuche ich immer so dicht wie möglich zu malen. Also wirklich so, dass man nichts mehr von dem Blatt sieht. Und den Rest gehe ich dann in ein bisschen hell über. Und ich muss sagen, also die fühlen sich wirklich, wirklich gut an, die Stifte. Und es sind auch richtig schöne Farbtöne bis jetzt dabei. Ich bin ja noch nicht weit gekommen. Habe erst die kleine Range gemacht. Aber schöne Gelbtöne, so warme Töne, also wirklich schön. Ja, und hier, wie gesagt, kann man das sehen, wie das dann aussieht, wenn es richtig stark deckt. Ich versuche auch immer über diesen schwarzen Strich zu malen, um zu sehen, wie sehr das abgedeckt wird. Ja, da mache ich mal ein wenig weiter. So, ihr Lieben, kleines Zwischenfazit. Ich habe meine erste Seite voll, die erste Hälfte vom Farbkasten aufgetragen. Und tatsächlich gibt es auf dieser Seite nur 2 Farben. Und zwar das Violett, Pink und das Ultramarin, welches nur 3 Kreuze hat. Alle anderen haben 4 oder 4,5 Kreuze, was die Lichtechtheit angeht. Also richtig, richtig toll. Ja, super Farbauswahl.
Die Frage ist, braucht man das? Ja, manche gerne, ne, die gerne schattieren, in verschiedenen Farbtönen Abstufungen haben, die nutzen ganz gerne auch die verschiedenen Farbtöne. Manch einen sagt ja, ich brauche nicht so viel, mir reicht auch die Hälfte von den Farben, ja. Aber es ist wirklich ganz nett, auch zum Beispiel die Rottöne, ne, das hier ist Chili Pepper, ist ein reines Rot, das Kamin ist schon wieder mehr ein bläulicher Rotton. Da gibt es so unterschiedliche Richtungen und ihr seht aber auch, wie schön deckend die dann teilweise, also man kann die richtig so dick malen, dass das wirklich toll abdeckt. Ja, und das war jetzt der erste Teil vom Kasten und nun kommt der zweite Teil an die Reihe. So, ihr Lieben, zweite Seite fertig gemalt und ich muss sagen, also wirklich eine schöne Farbauswahl, super lila Töne, sehr schöne grün-blautöne. Was mir ein bisschen fehlt, wäre so ein Farbton zwischen so einem Maigrün und einem Olivgrün, so ein Mittelding. Aber man kann die ja vielleicht dann mal versuchen zu mischen, das werde ich vielleicht auch noch mal ausprobieren, wie das dann funktioniert. Ansonsten auch hier dieses Light Aqua toll, die Türkis und sehr schöne verschiedene Grautöne. Also das ist auch mal ganz spannend. Wer gerne so in so einer Art von Farbrange arbeitet, hat da wirklich auch dann einen guten Griff dabei. Ja, also eingetragen. Da waren nochmal die anderen Farben. Auch schön. Auch hier diese Rose Red, die ganzen Rosatöne, wirklich, wirklich eine schöne Auswahl. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich schaue mal, was ich jetzt vorbereite, so dass wir damit richtig mal arbeiten oder vielmehr ich damit arbeite. Ihr schaut ja nur zu und guck mal, was ich damit Schönes zaubere. Ja, ich hatte so eine Idee im Kopf, wie ich diese Farben testen werde. Und da Ostern ist, habe ich mir hier ein paar Ostereier aufgemalt, habe das dann leicht wieder wegradiert, so dass man ganz wenig nur noch von dem Rand sieht. Und hier ist nochmal das Knetgummi. Da hatten mich auch einige nachgefragt, womit ich das mache. Das ist also ein weiches Material und ja, damit kann man kneten. Ja, und da ich halt hauptsächlich auf diesem Kanal mit Aquarellmalfarben arbeite, habe ich mir überlegt, ich werde das kombinieren, so wie ich es auch sonst, wenn ich etwas mache, tun würde. Ich kombiniere immer Aquarellmal mit Buntstiften und jetzt fange ich hier an. Ihr seht hier meinen Kasten von Victoria von VH Aquarell. Ich kann hier gerne nochmal darauf hinweisen, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu ihrem Shop. Der ist jetzt wieder geöffnet, der war eine Weile geschlossen, sie hat ihn neu strukturiert, der ist geöffnet. Und mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 € auf die Farben von Victoria. Ja, und ich sehe hier dieses Blatt einfach jetzt mit Aquarellmalfarben. Ne? Hier mal Fleck, da mal Fleck. Es bleibt immer eine freie Fläche, in der ich dann mit den Buntstiften arbeiten werde. Ja, und nun ist es eigentlich ganz einfach. Ihr seht, wie schön die Farben von Victoria verlaufen sind. Und ich fange jetzt an und arbeite mich mal so durch diesen Buntstiftkasten. Ich verwende, glaube ich, fast tatsächlich einen Großteil der Farben, die da drin sind, irgendwie mal einmal. Und ja, ich schattiere hier, das ist sehr schön, gerade auch bei dem Ei zu sehen, dann von dunkel nach hell. Und ich verblende das dann teilweise noch mit dem weißen Stift, der dabei ist. Es gibt aber auch solche speziellen Stifte, die sind nur auf einer Ölbasis, glaube ich, durchsichtig. Mit denen kann man Farben verblenden. Ja, sehr schön.
was hier halt bei diesem Papier ist, das ist Aquarellpapier. Und das hat eine leichte Struktur und das seht ihr bei dem ersten Ei schon, die kleinen weißen Stellen, das ist das, was im Ei tiefer gelegt ist und womit ich so einfach mal eben nicht mit der Farbe da reinkomme. Ne? Also da müsste ich jetzt nochmal eine Schicht drüber machen, das würde auch funktionieren, aber ich fand es so halt auch ganz interessant. Ja, und jetzt arbeite ich hier mir Ei für Ei voran und ja, wer mag, schaut gerne zu. Ich lasse jetzt einfach mal noch ein bisschen Musik laufen und guckt mal. Ist immer ganz spannend, finde ich. Stellt euch vor, wie ihr das Ei machen würdet in dem Moment, wo ich da anfange und guckt doch mal, wie es bei mir wird. Vielleicht hättet ihr es ganz anders gemacht oder ihr hättet es ähnlich gemacht. Ist ja auch immer ganz spannend. Was auf jeden Fall wunderbar funktioniert, diese Stifte malen auch über die Aquarellmalfarbe deckend drüber. Hier sieht man das jetzt, ne? Richtig schön. Also das klappt auch schon mal ganz gut. Das funktioniert mit richtig harten Stiften nicht so.
So, da bin ich wieder. Mein kleines Osterei-Probebildchen ist fertig. Ja, wunderschöne Farbnuancen, wunderschöne Schattierungen möglich. Also hier sah man, dass das hat mir total gut gefallen. Auch hier oben, dieses Eichen ließ sich auch toll schattieren. Richtig schöne Farben. Was schon auffällt, ist zum einen, dass es, wenn man so sehr detailreich malen möchte, funktioniert das mit so einem harten Buntstift besser. Ja, da kriegt man richtig ganz feine Dinge gemalt. Die sind mit diesem weichen Stift doch etwas schwieriger, muss ich sagen. Und hier liegt es natürlich jetzt am Aquarellpapier, was ich benutzt habe. Das ist ja nicht ganz glatt, das ist so ein bisschen riffelig, ne? Und da schimmern dann manchmal halt auch so kleine weiße Stellen durch. Das würde auf einem richtig glatten Papier, würde man die komplett wegbekommen und das richtig deckend und dicht malen können. Ihr Lieben, was soll ich sagen? Ein schöner Farbkasten. Mir gefällt er. Ich werde ihn sehr häufig nutzen, denke ich mal, durchaus. Mein Derwent-Kasten ist sehr schön, aber ich zeige euch tatsächlich nochmal, das sind halt nur 24 Farben, ne? Und da ist die Farbauswahl dann hier für mich schon ein bisschen eingeschränkter. Es hat mir bisher immer gereicht. Die sind super weich und super deckend zum Malen, wenn man nochmal auf Aquarell draufmalen will. Dafür waren die toll. Funktionieren diese hier aber auch ganz gut. Das habe ich ja hier durchaus gemerkt, ne? An so Stellen, wo man auch mal über über die Farbe rüber gemalt hat, hier oder auch hier unten. Das klappt gut. Also kann ich nicht anders sagen, kann ich nichts gegen meckern. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Ausflug in die Buntstiftwelt gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Ich verlinke euch diesen Kasten unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch die beiden Testvideos von den anderen Damen in der Videobeschreibung. Und es bleibt euch frei und offen, euch zu entscheiden, ob ihr euch so etwas mal anschaffen möchtet oder vielleicht schenken lassen möchtet. Ist ja immer gut, wenn jemand fragt, was möchtest du zum Geburtstag und man weiß nicht und ja, möchte nicht schon wieder den 10. Tee noch im Regal stehen haben, sozusagen. Dann lasst euch doch einen Amazon-Gutschein schenken, ne? Und sammelt so 2, 3 Gutscheine und nutzt es für so etwas mal. Ja. Ihr Lieben, habt noch ein schönes Wochenende, habt einen schönen Sonntag, wo immer ihr seid. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, eure Melanie.